Hallo, es ist Sonntag, 6. Juni 2021, 8:24 Uhr. In einem anderen Video habe ich gezeigt, wie ich an dem Tag einen neuen Propeller montiert habe. Ich hatte mir vorgenommen, nach den Probefahrten noch schnell einige Wattwürmer zu holen und danach ein paar Plattfische zu angeln. Ob das mit dem schnell mal Würmer holen geklappt hat, zeige ich in diesem Video. Ich fahre langsam auf die ausgesuchte Sandbank zu, trimme den Motor etwas an, behalte Wasser und Echolot im Auge. Wenn ich eine Wassertiefe erreicht habe, in der ich aussteigen kann, trimme ich den Motor ganz hoch und mache ihn aus. Alle, die einen Sportbootführerschein haben und auch erfahrene Angler, wissen es. Bereiche mit weißen Bojen, die ein gelbes Kreuz haben, dürfen mit Motorbooten nicht befahren werden. Beim Wattwurmplümpern entstehen relativ tiefe Löcher, deswegen sollte man auch dort, wo keine Bojen liegen, immer Rücksicht auf den Badebetrieb nehmen. Ältere Menschen oder Kinder, die da reintreten in unsere Löcher, die können stürzen und sich verletzen. Das muss ja nicht sein. Natürlich ist mein Klugscheißen wieder für Anfänger und junge Angler und nicht für erfahrene Leute. Nachdem ich ausgestiegen bin, gehe ich zu meinem Anker, schnapp mir den und ziehe das Boot ein bisschen ins flachere Wasser. Mit einem Fußtritt befördere ich den Anker etwas tiefer in den Sand und danach kann es zum Boot gehen und mit Plümper und Kescher bewaffnet Würmer suchen. An dem Tag war das Wasser sehr, sehr klar. Ich konnte alle Wattwurmkringel erkennen und so war es einfach, gute Stellen zum Plümpern zu finden. Damit mir der Kescher nicht wegtreibt, stecke ich ihn immer direkt neben mich mit dem Bambusstiel in den Sand hinein. So bleibt er da, wo ich plümper. Zu Beginn führe ich den Plümper eigentlich ziemlich senkrecht von oben nach unten. So schaffe ich mir eine Mulde. Danach geht er in einen etwas anderen Winkel und ich ziehe den Sand praktisch auf meine Füße zu. Wenn man einige Übung hat, dann kann man bei dieser Bewegung auch noch ein kleines Kreisen im Loch dazu führen. Da entsteht dann ein Strudel und die Würmer verteilen sich so ein bisschen um das Loch herum. Das kann man hier sehr schön sehen. Der Kescher steckt rechts neben mir und auch vor dem Kescher ist aufgewirbelter Sand. Das Loch hat nicht genug Würmer gebracht, deswegen gehe ich ein Stück flacher. Hier sieht man, dass der Kescherstiel schwimmt, obwohl er aus Aluminium ist. Das kommt, weil ich ihn oben mit Bauschaum aufgefüllt habe. Hier gut zu sehen, erst senkrecht plümpern, damit man etwas tief kommt und dann den Winkel wechseln, um das Loch groß und etwas weiter zu den Seiten zu machen. Also hier ist deutlich besser. Ich sehe jetzt schon 3 Würmer ums Loch rumliegen. Das ist ein sehr gutes Loch.
Ich habe das in meinem anderen Film schon mal gezeigt. Wenn man die Würmer aufnimmt, dass man vor den Würmern in den Boden geht, in den weichen Sand hinein. Dann sammelt man sie von unten auf, berührt sie dabei nicht und die Würmer bleiben heil. Ein super Loch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Würmer in einem Loch. Mache ich also direkt daneben das nächste. Ich zähle immer so ein bisschen still mit. Das erste Loch war ja schlecht. Naja, was heißt schlecht? Da sind 2 Würmer drin. Also habe ich jetzt 13. Ich sehe schon wieder den ersten Wurm. Die Vorgänge wiederholen sich jetzt einige Male. Am Ende hatte ich zum kurzen Buttangeln reichlich Würmer gefunden. Ab und zu wird mal die Frage gestellt, wo gehe ich hin zum Plümpern, wo finde ich meine Wattwürmer, gib doch mal einen Tipp. Tja, was soll ich dazu sagen? Auf gar keinen Fall werde ich sagen, die 3 Sandbänke, das sind meine Favoriten, da müsst ihr alle Mann hingehen, dann haben wir alle genug Würmer für das ganze Jahr. Das mache ich natürlich nicht. Eines kann ich aber mit Sicherheit sagen, überall wo man diese sandigen Abschnitte vor der Küste findet, da findet man auch seine Würmer. Ich war schon überall in sämtlichen Gebieten und ich habe wirklich überall meine Würmer gefunden. Also da muss man sich einfach mal rantrauen, auf die Sandbänke gehen, sandige Abschnitte suchen, Wurmkringel suchen und dann findet man auch seine Würmer. Da braucht man nicht den super Expertentipp, um da erfolgreich zu sein. Das findet jeder selbst heraus. Ich kann nur zeigen, wie ich es mache und wie man sieht, bin ich erfolgreich. Das kann jeder nachmachen. Ganz einfach. Plümper, Kescher, fertig ist. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und nehme mir mindestens 50 Würmer mit. So, das sind jetzt 50. 60, 61, 62. So, ein Loch mache ich noch und dann fahre ich angeln. Eine Qualle. Aber im letzten Loch auch noch reichlich Würmer. So, Schnapszahl. 77 Würmer. Auf jeden Fall ausreichend. Mehr wie ausreichend. So, das hat gut geklappt und nebenbei hat es auch noch Spaß gebracht. Thea heißt übrigens meine Mutter. Deswegen heißt mein Boot Thea. Ein Mensch, der mir sehr viel Gutes getan hat im Leben. Genau wie mein Vater. So, und jetzt bringe ich das Boot ein bisschen tiefer wieder, damit ich auch vernünftig wegfahren kann. Ich binde den Anker kürzer. Einige werden sich vielleicht gewundert haben, warum ich keine Ankerkette zwischen Tau und Anker habe. Eine Kette muss normalerweise sein. Ich nutze hier allerdings eine Leine, die auf den letzten 12 Metern zum Anker hin immer schwerer wird. Mir hat man mal erzählt, so ein Seil heißt Bleileine. Keine Ahnung, ob da wirklich Blei eingeflochten ist. Jetzt habe ich das Boot in eine Tiefe gezogen, wo ich ganz getrost den Motor schon ein Stück tiefer lassen kann. Er muss immer so tief im Wasser sein, dass ich zumindest einen guten Kühlwasserstrahl habe. So, jetzt habe ich noch Platz genug bis zum Grund. Brauche keine Angst haben, obwohl ich hier an der Sandbank bin. Aber den Anker, den habe ich ja etwas tiefer geschmissen.
tiefer ins Wasser gesetzt da hinten. Wenn ich mich dann am Anker noch ein Stück vorziehe, dann bin ich auf jeden Fall tief genug und komme auch über die nächste Sandbank rüber, das weiß ich. Ja, und dann mal los. Zuerst den Motor starten, danach den Anker reinholen. Bei so einem Ententeich wie hier gerade ist, kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Wenn Wellengang Richtung Sandbank ist, sollte man sich ein bisschen beeilen, dass man da nicht wieder rauftreibt. Sonst setzt der Motor oder sogar der am Heck montierte Echolotgeber auf der Sandbank auf. Das wäre nicht so gut. So, wie lange hat es gedauert? 9 Uhr. Das ging noch fix. Für 70 Würmer, über 70 Würmer. Sehr schön. 8:24 Uhr bis 9 Uhr mit ranfahren an die Sandbank und wieder wegfahren von der Sandbank. Das ist eine gute Zeit für 77 Würmer. Auch das anschließende Plattfischangeln war erfolgreich. Ich hatte eine Kamera dabei, aber die entstandenen Videos jetzt hier noch hinten dran zu hängen, das würde den Film jetzt lang machen und das lohnt irgendwie nicht. Obwohl es in diesem Video zum wiederholten Male nur um das Plümpern von Wattwürmern ging, dieses Mal vom Boot aus, hoffe ich, dass einige meine Plümpertechnik gut finden und sich vielleicht ein bisschen was abgucken konnten. Ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.